Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Pfoten vom Tisch. Meine Katzen, andere Katzen und ich von Harpe Kerkeling ist eine charmante und humorvolle Liebeserklärung an Katzen und das Leben mit ihnen. Harpe Kerkeling, rundum bekannter Entertainer, Autor und Katzenliebhaber, nimmt seine Leser mit auf eine sehr persönliche Reise durch seine Kindheit, sein Erwachsenenleben und seinen Alltag, der maßgeblich von seinen Samtpfotenbegleitern geprägt ist. Das Buch ist keine trockene Sachlektüre über Katzenhaltung, sondern vielmehr ein warmherziges, oft zutiefst witziges und sogar nachdenkliches Porträt über die besondere Beziehung zwischen Mensch und Katze. Mit seinem unverwechselbaren, pointierten Stil verbindet Kerkeling eigene Erlebnisse mit Beobachtungen und Einsichten aus der Welt der Katzenfreunde. Die Geschichten variieren von amüsanten Alltagsanekdoten bis zu berührenden Erkenntnissen darüber, was Katzen uns über Liebe, Verlust, Unabhängigkeit und Identität beibringen können. Dabei wird deutlich, Katzen sind für Kerkeling weit mehr als nur Haustiere. Sie sind Gefährten, ja fast schon Lehrer im Umgang mit dem Leben selbst. Wer Katzen liebt oder sie besser verstehen möchte, wird sich in diesem Buch garantiert wiederfinden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Katzen als wesentliche Lebensbegleiter. Harpe Kerkeling schildert in seinem Buch ausführlich, wie Katzen zu zentralen Begleitern seines Lebens geworden sind. Von Kindheitserinnerungen mit seinen ersten Katzen bis hin zu seinen heutigen Vierbeinern schildert der Autor, wie sehr Katzen seinen Alltag und sein emotionales Wohlbefinden beeinflussen. Die Tiere dienen ihm als Freunde, Seelentröster und gelegentlich sogar als Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Kerkeling betont, wie feinsinnig Katzen auf menschliche Gefühle reagieren und wie sie mit ihrem eigenen, oft eigensinnigen Verhalten dennoch Leichtigkeit und Freude in sein Leben bringen. Die Beziehung zu den Katzen wird dabei nicht nur als einseitige Fürsorge, sondern als wechselseitiges Geben und Nehmen beschrieben. Der Leser erfährt, wie tief Verbindungen zwischen Mensch und Tier reichen können und wie viel sie zum persönlichen Glück beitragen. Zweitens: Humor und Alltag mit Katzen. Einen großen Stellenwert nehmen Kerkelings humorvolle Schilderungen von Alltagsmomenten mit seinen Katzen ein. Er berichtet über typische Katzenmacken, lustige Anekdoten und skurrile Erlebnisse, etwa wie seine Katzen Möbel beanspruchen, Futterzeiten bestimmen oder mit ihrem eigenwilligen Verhalten für überraschende Situationen sorgen. Kerkeling gelingt es, diese Erlebnisse in einer Weise zu erzählen, dass sich viele Katzenbesitzer sofort wiedererkennen. Gleichzeitig zeigt er auf, wie der Humor den Katzen ins Haus bringen, das Leben bereichert und Verspannungen löst. Die Leichtigkeit, mit der Katzen ihre Umgebung interpretieren, nimmt er als Inspirationsquelle, dem Alltag gelassener zu begegnen. So ist das Buch auch eine Einladung, das Leben und die Welt mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Drittens: Katzenpsychologie und ihre Eigenheiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist die Beobachtung und Beschreibung der besonderen Eigenheiten von Katzen. Kerkeling geht darauf ein, wie Katzen ticken, was sie wollen, wie sie manipulieren und wie sie kommunizieren. Er beobachtet genau, wie Katzen mit Menschen und anderen Tieren interagieren und welche Lehren daraus gezogen werden können. Dabei wird auch deutlich, wie unterschiedlich Katzen in ihrer Persönlichkeit sind, von der selbstbewussten Einzelgängerin bis zum verschmusten Mitbewohner. Kerkeling reflektiert über das Wesen der Katzen, ihre Unabhängigkeit, ihr Bedürfnis nach Freiraum wie auch ihre Loyalität und Bindung an Menschen. Er liefert viele anschauliche Beispiele aus seinem eigenen Leben, die den Leser schmunzeln lassen, aber auch zum Nachdenken über Tierpsychologie und artgerechte Tierhaltung anregen. Viertens: Die Lehren, die Katzen uns schenken. In seinem Buch widmet sich Kerkeling auch der Frage, was Menschen von Katzen lernen können. Er beschreibt, wie Katzen Entspannung und Achtsamkeit vorleben, indem sie ganz im Moment leben und kleine Dinge genießen. Kerkeling hebt hervor, wie Katzen Stress ignorieren, Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse mit Nachdruck vertreten. Fähigkeiten, die auch für Menschen hilfreich sein können,
Der respektvolle Umgang mit sich selbst und anderen, der Sinn für Unabhängigkeit und die Gelassenheit, mit der Katzen ihr Leben meistern, sind laut Kerkeling Eigenschaften, die inspirieren und bereichern können. Diese Lehren versteht er nicht als moralischen Zeigefinger, sondern als Einladung, das eigene Leben zu hinterfragen und vielleicht so manches Konzept der Katzen zu übernehmen. Schließlich Trauer, Trost und neue Anfänge mit Katzen, Abschied und Verlust sind ebenfalls Themen, die nicht ausgespart werden. Kerkeling erzählt von berührenden Momenten des Abschieds von geliebten Katzen und schildert, wie bereichernd und zugleich schmerzlich der Umgang mit dem Tod eines tierischen Freundes sein kann. Dabei geht er einfühlsam darauf ein, wie Trauer verarbeitet werden kann und stellt fest, dass der Schmerz über den Verlust zwar groß ist, aber die Erinnerungen und Erfahrungen mit den Tieren immer bleiben. Gleichzeitig berichtet er davon, wie offene Herzen neue Katzen in ihr Leben lassen können und welchen Trost und welche Freude solche Neuanfänge bringen. So wirbt das Buch für Hoffnung und Dankbarkeit, selbst in schweren Zeiten. Zusammenfassend: Pfoten vom Tisch. Richtet sich an alle, die Katzen bereits lieben oder ihre Faszination und Vielschichtigkeit besser verstehen wollen. Auch Harpe Kerkeling-Fans kommen auf ihre Kosten, da der Autor seine typischen Sprachwitz und persönliche Erzählweise in jedes Kapitel einfließen lässt. Das Buch ist jedoch weit mehr als reine Unterhaltung. Es ist eine Hommage an das Lebensgefühl, das Katzen schenken, und ein Spiegel alltäglicher Beziehungen zwischen Mensch und Tier. Wer selbst Katzenbesitzer ist, findet sich in zahlreichen Anekdoten und Beschreibungen wieder und fühlt sich verstanden und bestärkt. Gleichzeitig kann das Werk aber auch allen, die vielleicht zögern oder bislang wenig Zugang zu Katzen hatten, einen liebevollen und humorvollen Einblick bieten. Pfoten vom Tisch hebt sich von anderen Katzenbüchern ab, weil es nicht nur informativ, sondern vor allem persönlich und emotional erzählt wird. Harpe Kerkeling verbindet biografische Elemente mit lebensnahen Beobachtungen und tiefgründigen Reflexionen, sodass das Buch sowohl lehrreich als auch tröstlich, herrlich witzig und stellenweise sogar philosophisch ist. Es kann helfen, das eigene Leben gelassener, humorvoller und achtsamer zu gestalten, inspiriert von den besten Lehrmeistern auf 4 Pfoten. Gerade deshalb lohnt sich die Investition in dieses Buch. Es ist ein Lesegenuss für Herz und Verstand, den nur Kerkeling in dieser Form bieten kann. Wenn Sie unterstützen möchten, Harpe Kerkeling, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.